von allem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, welche er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigte, durch mancherlei Beweise, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Herr in seiner eigenen Macht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er solches gesagt hatte, wurde er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Kleidern, welche sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nah bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon Zelotes und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig beieinander mit Beten und Flehen, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Jesus auf unter den Jüngern und sprach, es war aber eine Schar beisammen von etwa 120 Namen. Ihr Männer und Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat von Judas, der ein Führer derer war, die Jesus festnahmen. Denn er war uns zugezählt und hatte dies Amt mit uns empfangen. Dieser hat einen Acker erworben von dem Lohn der Ungerechtigkeit und ist kopfüber gestürzt und mitten in 2 geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen kund geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldama, das ist Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung werde öde. Und es sei niemand, der darin wohne, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Weg, dem Tabitha, da er von uns weg aufgenommen wurde, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten 2 auf, Josef,
genannt Barsabas, mit den Zunamen Justus und Matthias, und beteten und sprachen: Herr, du Kündiger aller Herzen der Menschen, zeige an, welchen du erwählt hast unter diesen Zweien, dass einer empfange das Los dieses Dienstes und das Apostelamt, von welchem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen Ort. Sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias. Der wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Wahrheit. O Vater, worin wir geheiligt werden können. O Herr, die Lehre, die gottselig macht. So himmlischer Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, o Vater, dass du willst unsere Augen, unsere Herzen, zu alles offenbaren zu dir. Und o Vater im Himmel, dass wir werden wirklich, wie Samuel gesungen hat, was es sein will, tue es, damit wir näher zu dir sind, gottselig sind. O Vater, ohne Heiligkeit wird man dich nicht sehen. Egal wie man plappert, da wird man dich nicht sehen. Ist man ganz weit von dir. Und o Vater im Himmel, da ist keine Glückseligkeit, da ist nur Elend. O himmlischer Vater, ein unglücklicher Zustand. So Vater, hilfe uns, wirke, erfülle mich mit deinem Geist und ich dein Wort predige. In Jesu Namen. Amen. Amen. Kann man ruhig sitzen. George Whitefield sagte, die Lehre, die nicht zur Heiligkeit, Gottseligkeit führt, ist nicht biblische Lehre. Er hat recht. Weil das, was Gott uns belehren möchte, führt zu Gottseligkeit. Es füllt nicht den Kopf. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich nie wirklich mit der Lehre auseinandergesetzt. Einer hat eine komische Lehre über die geistliche Beschneidung. Und Kolosser Kapitel 1, denke ich, ist es. Und was das für Streit ausgelöst hat. Und der eine, ja, du kennst nicht die geistliche Beschneidung. Und ich kenne die. Ja. Sprüche Kapitel 6 ist immer noch, was ein Gräuel ist vor Gottes Augen. Und hey, wenn du das nicht betest, du bist ein Gräuel in Gottes Auge. Weil Hochmut ist immer noch ein Gräuel in Gottes Auge. Genug, muss man eigentlich sagen, Scheinheiligkeit zu haben. Um die Einsicht zu haben, es ist gut, die Klappe zu halten, anstatt nur ein Wort zu fallen. Am wenigsten kannst du irgendwann vielleicht herauskriegen, was der andere Mensch sagt. Wenn man immer nicht weiß, eine Frage stellen. Und dann vielleicht, wenn eine Person dir die Frage stellt, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ist das Problem. Diese Einsicht, Hochmut ist ein Gräuel in Gottes Auge. Immer noch. Und dann, wenn du nach Hause gehst, was hältst du davon? Ich bin nicht so. Du bist eine größere Gräuel in Gottes Augen. Wo man probiert, was zu machen zwischen Brüdern. Zwietracht.
Warum sind die Stullen leer? Ist man auf die Knie? Gottseligkeit und wie viel Streit? Das ist nicht hier den Kopf groß zu machen. Und ehrlich gesagt, ich habe das denn wirklich denn nicht auseinander. Ich habe nie davon wirklich, ich guckte mal das an und ich schaute noch, Menschenskinder, es ist nicht mit Händen gemacht. Wir sind beschnitten in Christus. Mit ihm. Es ist nicht was. Es ist durch den Glauben, wo viele Sachen sind geschehen, an den Tag der Bekehrung, wo man das überhaupt keine Ahnung hat, was geschah. Und muss nicht unbedingt. Christus gekreuzigt, das ist herrlich. Ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Also, das ist wichtig. Ich bin eine neue Kreatur in Christus. Das ist wichtig. Das ist, was wir brauchen. Nun, Lukas hat das Evangelium von Lukas geschrieben. Er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Er war ein Arzt. Er gibt die Sache uns sehr genau wieder. Er ging in die Einzelheiten, wie ein Arzt tun sollte. Nun, ich muss mal ehrlich sagen, weil die Woche habe ich auch hier, Gabriel sagt, er findet viele Korrektorenvorschläge, hat die nicht alle angeguckt. Nun, ehrlich gesagt, wie sorgfältig gehen wir damit rum? Neueste Ausgabe an der Tabelle. Liest man immer hier raus oder aus dem? Ja? Hey, eigentlich wie viele Korrektoren sollst du finden von Matthäus bis Apostelgeschichte 1 morgen? Wie viele? Keine. Man das gleich sorgfältig gleich machen. Es ist so wichtig. So wichtig ist das. Deswegen machen wir das. Es ist nicht 0815. Das war's. Wir gehen durch das ganze Neue Testament. Eigentlich in 1. Korinther 1 bis 7, wie viel soll man finden? Ganz genau, wo ich mit Offenbarung angefangen habe. Das weiß ich jetzt nicht. Also, er macht das, wie ein Arzt das tun soll. Und ich muss mal ehrlich sagen, du siehst in Lukas Einzelheiten und so viele Sachen, die nicht in Matthäus sind und nicht in Markus sind. Weil er ist der Arzt, den du brauchst. Oh, brauchst du wirklich einen Arzt? Oh, das habe ich noch nicht morgen. Ich hätte mal das. Oder? Ich kenne einen Mann wirklich. Er hat sein Bein verloren, sein Sohn war Arzt und hat einen Fuß gegeben. Ja, ehrlich gesagt, hey, Mann, nicht sorgfältig. Ja, wirklich wie die Frau Doktor sagte zu Michi. Hey, das kann nicht sein, was die dort sagen. Man muss mal zu jemandem, der sich auskennt und plötzlich, die gehen zu jemandem, der auskennt und
wird es besser. Die haben rausgekriegt, was los ist, so ungefähr. Ja? Und da muss man auch hingehen. Und Lukas erging in Einzelheiten. Aber was wirklich interessant ist, was er sehr kurz erwähnte, in Lukas 24, 50 bis 53, gibt er hier in Einzelheiten. Wir wissen, dass er ist von dem Heiligen Geist geführt worden. Lesen wir Lukas 24. Deshalb ist das mal so. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Amen. Das ist Apostelgeschichte 1. 4 Versen. Ja? Aber hier gibt er das in Einzelheiten. Und wir wollen die Lehre der Gottseligkeit anschauen. Und ihre Auswirkung, was natürlich ist, Gehorsam. Was natürlich ist, Gottseligkeit. Wenn es gottselig ist, ist es nicht fleischlich. Was waren die Jünger vor Golgatha? Fleischlich. Sie waren fleischlich. Es ist ganz interessant, wie das jetzt ist. Nun, Vers Nummer 3, wir sehen die Tatsache der Auferstehung. Weißt du, die Auferstehung ist eine biblische Lehre und die führt zur Gottseligkeit. Welchen er sich nach seinem Leid lebendig erzeigte durch mancherlei Beweise. Also er hat mancherlei Beweise für seine Auferstehung. Nun, die Aufgeklärten, ich verstehe nicht, wie man sich die Theologen nennen kann. Weißt du, sie sagten, dass die Jünger der Auferstehung erfunden hatten. Nun gehen wir in Markus Kapitel 16 und Vers Nummer 11. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Also, die gehen an die ganze Begebenheiten, die Geschichte vorbei. Die Jünger, die das angeblich was erfunden haben, glaubten nicht, dass er auferstanden war. So wie hätten die das erfunden? Und weißt du, in Johannes 20, 20, wegen der Zeit gehen wir nicht dorthin. Mit mancherlei Beweise, der Herr Jesus sprach mit den Jüngern. Und weißt du, wenn du nicht auferstanden bist, kannst du nicht mit jemandem reden. Der Herr Jesus zeigte sich den Jüngern in Vers 21 von Kapitel 20. Sag mal, hey, ich bin es, schau mal mich an. Und er gab ihnen etwas, Johannes 20, 22. Und weißt du, da halt, lesen wir das, weil das ist der Heilige Geist. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ich muss mal eins sagen, du könntest mal die 5 Sinne anschauen und durch die Auferstehungsgeschichte, und er benutzte alle 5. Deswegen war er lebendig. Und wenn du deine Sinne nicht benutzen kannst, lebst du? Benutzen Leichen ihren Sinn? Können die fassen? Können die reden? Können sie jemanden anhauchen? Die können was anderes machen. Hm? Ja, ne, die können furzen.
Netze, die in den Körper sind, blähen sich auf und dann brupp. Das kann eventuell sein. Aber einhauchen aus dem Mund, ja, das können die nicht. Und, ey, weißt du, was der Herr Jesus getan hat? Hier ist was ganz Herrliches. Liebst du den auferstandenen Jesus? Bist du sicher? Bist du ganz sicher? Schauen wir, was er macht in Vers 24, 25. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen. Da sagte die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich in seine Hände die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege, meine Hand in seine Seite lege, will ich nicht glauben. Vers 27. Danach sprach er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, zu Recht. Er sein lebendiger Mensch. Und Johannes 21, 13 und 14 hat Michi dann letzte Woche darüber etwa gesprochen, aber er aß mit den Jungen. Also mit jemandem zu essen, musste man lebendig sein. Ja, der Alicia hat einen Witz von Brother Green erzählt. Und eine Frau, ihr Mann war im Sterbebett. Und sie machte mal Kekse. Und der kochte und ging hin und wollte mal eins essen. Sie sagte, no, darfst du nicht essen. Das ist für morgen für den Leichenschmaus. Ja. Ja, wenn du tot bist, kannst du keine Kekse essen, Natalie. Ja, sie hat die Kekse vorbereitet für die Beerdigung. Ja, Natalie versteht das nicht so. Ne? Und der Herr Jesus aß mit den Jüngern. Weißt du, die Auferstehung ist eine Tatsache. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Ja? Da hast du mal Probleme, wenn es gibt keine Hoffnung, was sollst du mal an der Auferstehung dahin gehen. Und wenn die Leute sind, vielleicht sollst du ein bisschen klug werden wie Katie Luther und schwarz tragen und ganz hier dunkel rumgehen und seufzen. Und dann wenn ihr sagt, was ist los mit dir? Gott ist tot. Das ist Wahnsinn. Natürlich ist es Wahnsinn. Da musst du mal dich selbst hin. Das ist wie David sich selbst ermutigte in dem Herrn. Nun, Vers 4 und 5. Wir haben den Befehl auf der Verheißung. Und weißt du, manche Verheißungen haben Bedingungen. Manche auch nicht. Es steht, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, sprach er, von mir gehört habt. Nun, die sollen eine Verheißung von dem Vater bekommen. Aber es gab seine Bedingung. Was war das? Ja, dort in Jerusalem zu bleiben. Die durften nirgendwo anders hingehen. Die mussten jetzt ein bisschen geistlich werden, aber das war nicht so der Fall. Die waren ein bisschen mehr, jeder macht was recht war in seinen eigenen Augen. Und dann sagt man, nee, bleib da. Und die Verheißung des Heiligen Geistes hat eine Bedingung, sie sollen warten. Gehen wir Lukas 24, Vers 50. Und ich muss ehrlich sagen, das ist die Lehre der Gottseligkeit. Gottes Verheißungen
die Bedingungen haben, die haben Bedingungen. Und du musst die auch erfüllen. Ich habe mich vertippt, Vers 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Nun, die hatten Freude, vorher hatten die das nicht. Die Priester lobten Gott, das war nicht so immer der Fall. So, jetzt haben wir Kraft. Nein, haben die nicht. Aber das ist jetzt besser, das haben wir nicht vorher getan. War noch nicht so. Deswegen die Lehre der Gottseligkeit muss ihr das genau tun, was Gott sagt. Und darauf hören, was er gesagt hat. Die Verheißung wird in Johannes 14 bis 16 genau beschrieben, was der Heilige Geist tut. Und Johannes, er sprach auch davon, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ja, aber so mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Es wird jetzt noch geschehen. Nun, in Johannes 20, Vers 22, er hauchte sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Sie hatten schon den Heiligen Geist. Aber in Apostelgeschichte 2, wo Samuel nächste Woche dran ist, das ist, wo die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Und ich muss mal sagen, du hast so viel Kraft des Heiligen Geistes, wie du willst. Samuel's Song is worworber es geht. Ich denke, du singst gut und wunderbar. Wie viel Heiliger Geist ist da? Und sein, wie viel Heiliger Geist ist da? Wer ist in dem Mittelpunkt? Ist er in der Mittelpunkt? Es ist die Lehre der Gottseligkeit. Du musst mal eigentlich das einfach tun, was Gott sagt. Wer Befehle nicht mag, ist nicht gottselig. Weißt du, was er normalerweise gibt? Befehle. Die könnten mal immer besser anders sein. Ja? Schau mal die kleinen Kinder, das nicht geht nach ihrem Willen und die befehlen. Und sie haben eigentlich nichts zu befehlen. Ja? Also der mal Probleme mit Befehlen hat, mit Geboten hat Probleme mit Gottseligkeit. Und die gibt es immer. Immer. Sagen, du willst was von der Staat. Hey du, das musst du alles tun. Wir haben mit Benny gesprochen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so, naja, die Leute, da muss man sehr viel Demut haben, aber wenn er auf seinen Ausweis macht, ohne feste Wohnsitz. Ja, da gibt es auch etliche Leute hier, und es steht nicht obdachlos, es steht ohne feste Wohnsitz. Ja, aber wie kannst du arbeiten ohne feste Wohnsitz? Das geht. Ja, das kann gehen. Ja, aber das ist immer woanders. Aber wie ist es, wenn du irgendwo deinen Ausweis gibst und es steht drauf? Ja. Du siehst nicht so Asi aus. Ja, das war mal demütigend. Aber du bist was von der Stadt, du musst Sachen erfüllen.
Und wenn du die nicht erfüllst, ja, komm wieder. Und weißt du, was hier ist richtig? Hier ist eine Sache. Also Brother Logan hat das dann richtig so herrlich gemacht. Habe ich mal eine Predigt von ihm gehört, wo ich habe das nicht so richtig so drin gesehen, aber es stimmt, weißt du? Er redet mit den Leuten und dann der eine kommt, ja, sag mal allen das was. Sag mal meine Familie, die mussten mal das Erbe mit mir teilen. Weißt du, es ging gerade darüber, das Gegenteil. Weißt du wirklich, was Feind ist? Und ein Problem ist? Die Nebensächlichkeit des Menschen. Was er alles wissen will. Also Tuttle sagt mir einmal, ihr kennt den Menschen, der das getan hat. Aber es ging in 1. Mose 6. Und er hat es nur so ein bisschen rausgeworfen. Manche denken, dass es die Söhne von Seth und die Söhne Gottes sind Engel und bla bla bla. Und der eine, das müssen wir wissen genau, was das ist. Das müssen wir nicht. Das geht an alles vorbei. John Bunyan hat das Beste gesagt. Die Söhne Gottes sahen die Töchter des Menschen und nahmen sie. Das, was verboten ist, mit der Hand zu nehmen, sollst du nicht anschauen. Mit den Augen. Das ist gottselig. Schau mal, Vers 6 und 7. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Ey, sie sollen warten. Und sie sollen warten auf die Verheißung des Vaters. Die Verheißung des Vaters war der Heilige Geist. Und gibt jetzt das Reich wieder? Ja? Gibt es jetzt das Reich Gottes? Schauen wir in Jeremia 23, 5 und 6. Weißt du, wie gut Gott ist? Wie herrlich er ist? Bevor das Reich weggenommen ist, Gott sagt, es kommt wieder. Predigte, das ist richtig herrlich. Wir sollen uns vor dem fürchten, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Du sollst wirklich fürchten, Falsches zu tun. Man hat Angst. Also es ging dort über Glaubensversprechung. Oh, werde ich Geld haben, wenn ich das gebe? Was werden Leute denken, wenn ich... Was werden Leute denken, wenn ich mit ihnen spreche, wenn ich ein Traktat ausgebe? Was wird Gott denken? Was denkt er? Hast du je Gott gefragt, was er meint? Und man soll sich vor ihm fürchten. Und dann sagt er ein paar Versen später, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Erst hast du gesagt, fürchte, und dann... Nicht da und sucht hier, oh, ja. Es ist schlecht, aber naja, das muss am wenigstens das richtig haben. Aber dass das ein Fehlpunkt ist, naja, okay. Ja. Was war Michis erster Fehlpunkt in dem Diktat? Kannst du noch den Sinn? Der Punkt über sein I in Michael. Weißt du, dass ein Punkt geht über ein I, Elisabeth? Und du guckst und das ist ein Fehler. Ja? Ich meine, aber man soll mal seinen Namen am wenigstens richtig kriegen, ne? Aber Gott sucht
nicht den Punkt über ein I. Ein I beim anderen. Pass mal auf. Er will segnen, er will helfen und er will helfen, dass du erinnerst den Punkt. Die Frau Strauber war so gut, wir hatten keine Ahnung, wie schlecht die Sachen sind, wenn es kam zu diesen Diktaten. Weißt du, was du alles so machen musst hier am Ende, die Prüfungen. Der Mensch ist kein Mischung, der will, ja, bis er die Rente bezieht, in der Schule bleiben. Ja? Wie können wir ihm helfen? Ja, das Problem ist, er hat nicht immer die gleichen Fehler. Ja, aber man hat das Wort wirklich, das ist es nicht. Ja, es war, ja. Und weißt du, ob es Elisabeth oder Natalie fragte der Lehrer, wie ist das? Und der fing an mit mir über Zahlendreher zu reden. Ich sagte, ja, das soll ich haben, aber niemand hier. Was seit wann man hört 35? Ja. Na? Ich kann mir nie vorstellen, dass Heiko oder Steffen gesagt hat, 303, 5. Im Leben. Vielleicht einmal falsch versprochen, aber das habe ich nicht gehört. Ja? Ich habe das immer 335. Das ist kompliziert zu schreiben. Ich habe gesehen, wie man das schreibt. So, Mensch, ich kenne doch. Das ist kompliziert. Ja, so. Ja. Und, weißt du, in der Grundwort, wie kann man helfen? Zum Helfen. Ja? Wie hilft man? Und ich bin immer bei einem Reich ist versprochen worden. Ich habe uns 3-mal hier die Stelle verloren. Kapitel 23, Vers 5 und 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will und soll ein König sein, der wohl regieren will und Recht und Gerechtigkeit auf Erden anrichten. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Dies wird sein Name sein, dass man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Es ist noch nicht geschehen, aber es wird geschehen. Und das Reich ist Israel versprochen worden. Matthäus 24, haben wir keine Zeit, das jetzt zu lesen, aber es sagt, was geschehen wird. Und die 12 werden natürlich was? Auf den Thronen sitzen. Wann wird das geschehen? Es geht nicht darum, wie viele Nebensächlichkeiten verfolgst du im Leben, die man überhaupt nicht verfolgen soll. Man muss. Wirklich leicht. Mal was. Mein iPhone da, wo ich Bibel lese, ich mach mal die Karte noch ab. Und dann plötzlich ist pinkt, so Mann. Ein Newsletter, ein E-Mail bekommen? Von Real? Keine Ahnung, was Klingel ist. Ja? Natalie soll es wissen. Aber es ist nicht wichtig. Ja? Ich kriege keine E-Mails von Müll für Männer. Atlas for Men, weißt du? Und schau mal, was der Herr macht. Und weißt du, das ist auch die Nebensächlichkeit der ganzen Gesellschaft. Was ist mit den Zeugen Jehovas? Was ist mit denen? Was ist mit denen? Hey,
Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Menschen beschäftigen sich mit allerlei Blödsinn. Aber war es dann June, oder? June hat gesagt, ich sah den Vollmond an und sagte, oh Mensch, das wird schön, wenn der Herr jetzt kommen wird. Ich habe das immer so, er wird mal kommen beim Vollmond. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kommt am Tage. Und ich dachte, wo sie das sagte, naja, wenn er kommt beim Vollmond, bei der anderen Hälfte der Welt ist es am Tage. Ja, das ist so. Weißt du, aber ich habe das auch so immer ein bisschen. Aber hey, es gebührt uns nicht was, Zeit oder Stunde zu wissen, wenn er kommt. Wir können es auch nicht voraussagen. Egal was irgendjemand macht und irgendeine Blödmann macht morgen eine neue Zeit. Ja, also ich habe das nicht. Ich habe mal wirklich wegen der Neumond einen hebräischen Kalender. Es geht immer, ja, 6 Tage mit dem Herrn. Der Herr hat alles in 6 Tagen gemacht. 7 Tage ruhte er. 6000 Jahre, dann hast du 1000 Jahre reich. So, 7000 Jahre der Menschengeschichte. Naja, wir sind in 5000 und ich denke 700 und sowas nach der hebräischen Kalender. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, ob man nur 6000 Jahre hat, bevor er wiederkommt. Weißt du, was stimmt? Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt, wenn du nicht meinst. Ja? Er kommt, wenn du liest oder guckst oder schaust, was falsch ist. Der Vater hat alles in seiner Macht. Es gebührt euch nicht. Und gibt es jetzt, wo ich sagen, das gebührt uns nicht. 2. Petrus, Kapitel 3, 1 bis 9. 2. Petrus 3, 1 bis 9. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in welchem ich euch erinnere und euren lauteren Sinn erwecke. Das braucht man. Dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch unsere Apostel. Und wisst aufs Erste, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, so dass es gibt Spötter. Da sind wir in den letzten Tagen, die nach ihrer eigenen Lüsten wandeln. Und es hat nichts mit irgendwelcher Wahrheit, ihrer Spöttereien. Es hat durch ihre eigenen Lüsten. Und sagen, wo ist die Verheißung, seit er wiederkommt? Er hat vorher gesagt, was? Es gebührt auch nicht Zeit oder Stunde. Alles ist in dem Vaters Hand. Wann kommt er denn überhaupt? Weißt du was? Ein Mensch gebührt, tut Buße und glaubt das Evangelium. Fürchtet den, der Macht hat, euch in der Hölle zu werfen. Seid heilig, wie ich heilig bin. Das gebührt uns. Wenn die Väter schlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn es ist ihnen willentlich verborgen. Für uns nicht. Dass der Himmel vor Zeiten war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde. Es geschah schon einmal. So werde auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Ja? Ich muss mal eins sagen, ne? Die Zeugen Jehova, die könnten mal die Erde ererben. Es brennt. Es wird brennen. Eins aber sei euch nicht verborgen, Geliebter, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wo die das herhaben. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde,
sondern dass jedermann zur Buße findet. Hey, das ist, warum er noch nicht gekommen ist. Er hat Geduld mit dem gottlosen Menschen, mit den Menschen, die noch nicht Buße getan haben. Und er will, dass die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass die was? Zur Buße kommen. Weißt du, das wäre mal schön, vielleicht sollst du heute zur Buße kommen und dann kommt er. Das wird wunderschön. Er kommt, wenn es Zeit ist. Und schau mal wieder zurück in Vers Nummer 8, Apostelgeschichte 1 und Vers Nummer 8. Das ist die Lehre der Gottseligkeit. Er kommt, wenn es Zeit ist. Und hey, Nebensächlichkeit ist nicht gottselig. Und Ehrlichkeit auch, Faulheit auch nicht. Weil Vers 8 haben wir die Aufgabe der Jungen. Ohne Aufgabe zu sein, zu wollen, ist was? Nicht gottselig. Eigentlich, es bringt Unglück in dem Leben und Elend. Weil Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das ist der erste Laster, hat U-N-C-Z und U und dann war es noch Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit fängt an, mit allen zu schimpfen, mit allem Bösen zu sein und das ein Unglück zu verbreiten. Und man hat keine Aufgabe. Es ist gar kein Problem, dass man so müde ist von seinen Aufgaben und dass man legt sich hin, kann nicht anders als Das können nur Männer machen. Frauen mit ihren Aufgaben fertig. Ja, das ist eigentlich. Die sind die schwächeren Geschlechter, aber da musst du stark sein. Ehrlich gesagt. Ja? Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien bis an das Ende der Erde. Hey, was sollen die mal tun? Die sollen Kraft empfangen, das brauchen die. Die sollen was bezeugen, der Herr Jesus. Und weißt du, hier ist das Problem. Nicht verstanden. Und hatten sogar Probleme bis nach Apollos, wo die hin müssen. Was haben die gemeint, hier war es nur zu den Juden bis an das Ende der Welt. Und ehrlich gesagt, da muss man was hinaus aus seiner Religion und hinein in dem Wort Gottes. Da muss man. Weil da waren die, hey, nur sind Juden, wir können mal nichts mit jemand anderes. Und der Herr hat für jeder Mensch. Und es steht durch das ganze Alte Testament. In Vers Nummer 9 haben wir die Himmelfahrt. Das ist herrlich. Und als er solches gesagt hatte, wurde er aufgehoben, zusehends. Und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen hinweg. Nun, plötzlich wird er aufgehoben. Sie haben ihn gesehen. Und es ist wichtig. Ein Wolke nahm ihn auf. Und er war weg. Das ist die Himmelfahrt. Das sind Tatsachen. Und das ist auch Lehre der Gottseligkeit. Und der Grund ist folgendes. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern. Welcher sagte, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Ich muss mal sagen, wahrscheinlich, ich hätte das auch getan. Wie könnte man hinwegreisen? Haben wir das wirklich jetzt gerade gesehen? Hat das wirklich stattgefunden?
Wir hörten von Elia. Aber jetzt, wir haben das gesehen. Dieser Jesus, welcher von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihn hat den Himmel fahren sehen. Hey, das ist wichtig. Wieder. Aber wie? Wie ging weg? Plötzlich. Wie ging weg? Persönlich. Und mit einer Wolke. So, wie kommt wieder? Plötzlich. Wie kommt wieder? Persönlich. Und wie kommt wieder? Mit einer Wolke. Genau wie gegangen ist, kommt wieder. Es gibt so viele blöde Kirchenlehrer in der Geschichte, weil die das nicht glaubten. Es ist ein bisschen leicht. Weißt du, hey, die Bibel ist nicht 335. Nicht kompliziert. Ja? 335 ist die Bibel. Hey. Die katholische Kirche hat Hexen verbrannt. Wahr oder falsch? Wahr. Das Alte Testament sagt, du sollst keine Wahrsagerin am Leben lassen. Wahr oder falsch? Wahr. Sollen wir Hexen verbrennen? Ja oder nein? Nein. Warum nicht? Es gibt Israel, Heiden und Gemeinde. Ist die Gemeinde Israel? Nein. Was haben die katholische Kirche geglaubt? Wir sind das Reich Gottes. Jesus kommt nicht persönlich. Das ist auch, was die Zeugen Jehovas glauben. Ja? Hey, ich habe sogar ein Buch gelesen, wo Mohammed ist der Heilige Geist. Verrückt. Er ist der Parakletos, nicht der Heilige Geist. Paraklet. Ja, es ist irgendwie, wie sie ihren Worte machen. Und also, deswegen haben die Hexen verbrannt, weil sie dachten, wir sind. Hey, wird es im Reich Gottes Hexen? Ja. Wird diese Horrorei sein? Wird Lady Gaga und Madonna sein? Ey, wir sind in einer bescheuerten Zeit. Habt ihr die letzte Muslimin gesehen? Die neueste Muslime? Ihr habt es nicht gesehen, ihr sollt es sehen. Ihr sollt es wissen. Simeon O'Connor ist eine Muslimin jetzt. Ich habe sie mal mit einem Kahlkopf gesehen im Bild. Was sie gesungen hat, das habe ich nicht. Nur, dass er ist eine Sängerin. Und eine Gottlose. Ja. Und ich habe sie als Kahlkopf. Das ist ekelig. Eine Frau als Kahlkopf? Oh. Und jetzt hat sie Zukunftssicht. Sie ist Muslim. Ah, das ist richtig interessant, oder? Ja, vielleicht wird sie wieder wie Janet Jackson. Sie war auch zeitweilig Muslim. Ja? Michael Jackson, der war zeitweilig schwarz, weil zeitweilig weiß. Ja. Weißt du was? Die Lehre der Gottseligkeit führt zur Echtheit. Ja. Ja? Und die Himmelfahrt ist gottselig und bringt es in das Leben, bringt Hoffnung. Er kommt genau wie er ging. Und ehrlich gesagt, wann kommt er mal wieder? Muss ich sagen, die haben nicht gewusst, dass er geht.
ist es geschehen. Und plötzlich kommt er wieder. Das wissen wir. Und weißt du, Vers 12 bis 26, das Leben geht weiter. Ja? Weißt du, Gehorsam ist die Ausführung der Lehre. Vers 14. Diese alle verharrten einmütig beieinander mit Beten und Flehen samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Einmütig im Gebet. Weißt du, unglaublich aber wahr. Sie verharrten, wie der Herr sagte. Ich denke anders. Unglaublich. Ich dafür. Nein. Die machte genau, was Gott sagte. Weißt du, das gehört wirklich in unglaublich, aber wahr. Dass Menschen das tun. Und das soll man tun. Man soll einmütig im Gebet. Hey. Wenn ich dir einen Esel nenne, würdest du beleidigt oder bist du so? Fühlst du dich, ja, ich bin ein Knecht des Herrn. Ich fühle mich gut. Ist das gut oder schlecht? So. Ja, bei das, dieses, ich bin nicht immer eins. Alles. Im Gebet. Die haben einmütig auf was gewartet, geharrt. Auf die Verheißung des Vaters, der Heilige Geist. Und das ist was Gottseligkeit. Hey, muss man echt sagen. Man ist nicht eins. Es kann sein, die andere Person hat falsch und auch dass du falsch hast. Was? Und sie mussten einen neuen einsetzen, Vers 16 bis 26. Gehen wir nicht in Einzelheiten. Und sie taten es. Weil es gibt noch Aufgaben. Auch wenn man verharrt im Gebet. Es gibt Sachen, die man tun muss. Und wenn es das beste Zeit, ein neues einzusetzen, wenn Einmütigkeit da ist und man betet. Ja? Und weißt du wirklich, ich muss mal sagen, wir haben noch darüber gesprochen, wir haben 18 Leute von Kanada und Brother Gary meint, Brother Brad hat genauso viele Leute und wir haben noch etliche andere, die kommen. Wo werden wir die alle sitzen? Aber das ist kein 120. Ja? Dann weißt du wirklich, wenn du gehst, wie bei Logan predigte, gehen wir in Lukas Kapitel 12, damit wir sehen genau, wie es ausgedrückt ist. Unterdessen war eine Volksmenge von 1000 zusammengekommen, sodass sie einander traten. Das ist ein bisschen anders. Und die Sache ist, da waren so viele Leute zusammen, die traten aufeinander. Und jetzt sind 120 da. Gibt es unter 120. Wir wollen aber so viele, dass es wehtat. Nein, wenn du zertreten wirst, wird das wehtun. Egal welche Richtung du gehst, du wirst mal, jemand geht auf den Füßen. Ellenbogencheck, es nervt. Ja? Und jetzt haben die bloß ein.
Wir sind da heute wegen der 120. 120 hat die Arbeit getan, nicht die x-Tausende. Wie einmütig taten, was sie tun sollten. Ja, es gibt sogar hier angebliche Theologen streiten, ob das richtig war oder nicht. Hey, die waren einmütig und im Gebet. Das ist die Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Hey, die Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ist nicht, was werde ich machen? Was denkst du, Benny? Was denkst du, Sam? Was denkst du, Michi? Ja, Menschenskinder, die geben mir mal keinen Mann. Und Christina, Friede, John, was denkst du? Manfred, Kieser? Ja, wie viele Antworten habe ich bekommen? Niemand sagt mir, was ich tun soll. Das ist nicht die Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wir sind Gebet. Und die taten, was der Herr sagte. Weißt du, die Lehre der Gottseligkeit, der Herr Jesus ist tatsächlich auferstanden und rechtfertigt uns. Das bringt Freude. Ich bin wie Christus in Gottes Augen. Ja? Und ich wie du kannst so viel Segen haben, wie du willst. Wenn du boxst und zickst und gehst dagegen, du wirst mal Unglück haben. Und Gott hat es dir was gesagt. Ich predigte in Rumänien und in Deutschland. Er hat übersetzt in Rumänisch. Und die Rumänen waren besser in dem Sinne. Ich predigte, du kannst mal machen, was du willst. Ich gucke mich an. Wenn mal übersetze, du wirst mal eins mit mir am Ende. Ich las dann, lesen wir Prediger Kapitel 11, Vers 9. Und als er das gelesen hat, ich verstehe, wo du hingehst jetzt. Was du willst. Aber was? Du wirst vor Gott stehen. Du wirst Rechenschaft ablegen. Du kannst mal rauchen. Aber was geschieht, wenn du aufhören möchtest? Wie leicht ist es? Was geschieht, ist es vielleicht ein bisschen spät, wenn jemand reinkommt. Wie leicht ist es, dass er von dem Alkohol wegkommt? Das ist nicht so. Der kommt zum Glück nach Hause. Ich habe auch gute Seife dort. Weißt du, ich habe noch so eine Tube Seife. Er hat es sauber mitgebracht. Es ist immer noch da. Er soll sich freuen, dass, weißt du, ich kann mich nicht trennen von vielen Sachen. Ich werde das irgendwann benutzen müssen. Ja? Heute? Ja? Kaubonbon. Ja? Aber es bringt Freude. Du kannst mal so viel, wie du willst. Wir haben eine Verheißung. Wir sollen harren. Nicht leicht. Aber was wir tun sollen. Harren ist nicht die leichteste Sache. Sehr leicht. Und es war nie. Die Verheißungen und Harre des Herrn waren eine Zeit, wo man denkt, die hatten viel Zeit. Wir haben es trotzdem gemeint, Harre des Herrn. Ja, was sagte Petrus letzte Woche? Ich gehe fischen. Fischen. Was nutzt das alles? Hm? Was nutzt alles? Ich gehe mal
Wieder einen alten Beruf. Nun plötzlich, der Meister der Fischerei ist am Ufer, nicht am See. Da ist er nicht. Und weißt du, wir sollen nicht nach Nebensachen gehen, sondern fokussieren auf die Befehle des Herrn. Was will Gott? Weißt du, tut Buße und glaube das Evangelium, das ist das allererste. Verkündige das Evangelium. Nachdem man Buße getan hat und geglaubt hat, soll andere das weitergeben. Sei heilig, wie ich heilig bin. Bete alle Zeit. Hey, der Herr kommt wieder. Wann? Wissen wir nicht. Es gebührt uns auch nicht zu wissen, sondern das Evangelium so verkündigen. Er kommt wieder, wie er gen Himmel gefahren ist. Danach muss man tun, was man tun soll. Hey, das Leben geht weiter mit dem Herrn Jesus. Und heute sollst du den Glauben der Gottseligkeit in deinem Leben wirken lassen. Und einfach tun, was Gott sagt. Und das, was hat er dir gesagt, was du tun sollst? T-U-N. Leicht. Das ist Nebensächlichkeit. Das ist ziemlich hart und lang, oder? Ja? Das ist ein langes Wort. Das hat er nicht gesagt. Glaube das Evangelium. Sei heilig, wie ich heilig bin. Tu, was Gott sagt. Und du wirst mal gottselig. Und diese Lehre führt in Gottseligkeit. 441 in Siegestage. 441.